Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und ich befinde mich hier im alten Barkeller von der Familie meiner Frau. Also wir wohnen im Haus von der Familie meiner Frau und diese alte Planke hier mit dem interessanten Birkenbaum, der hier das Ganze abgrenzt, das hat wohl ihr Großvater alles gebaut. Und ich habe mir jetzt eine englische Bierpump geholt, also eine Handpump, Beer Engine. Handpull heißt sie laut Artikelbezeichnung offiziell, aber das finde ich immer sehr unpräzise für jemanden, der den Hintergrund nicht kennt. Deswegen Handpump ist mein Lieblingswort. Ja, die können wir heute mal ausprobieren. Ich werde euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Man kriegt die heutzutage tatsächlich wieder etwas einfacher als zu Anfang des Brexits. Und zwar gibt es einige Läden, die verschicken zu verschiedenen Versandkosten. Die hier ist jetzt von der sehr beliebten Website pint365.com. Die wird jetzt bei mehreren von den Leuten, die ich über Facebook zum Beispiel kenne, die auch englische Affinität haben, benutzt. Die gehört Henry Mason, heißt glaube ich die Gruppe. Und die haben auch eine eigene Website, wo man die Handpump mit den gleichen Optionen bestellen kann. Die verlangen dann aber 45 oder 35 Pfund. Und bei pint365.com ist es nur 25 Pfund Versand. Das ist natürlich ganz attraktiv. Ansonsten kriegt man die eigentlich alle zum ähnlichen Preis. Man muss allerdings ein paar Sachen beachten. Also man kann als Option hier den Holzteil auswählen, in welcher Farbe der lasiert ist. Das ist immer Eichenholz oder eben Plastik. Die Plastiksachen sind natürlich die günstigsten. Und dann gibt es passend dazu hier oben den Griff. Das Problem bei dem Griff ist aus irgendeinem Grunde, dass man bei der Mahagoni, also dunkelbraunen Option, einen Plastikgriff schwarz mitbekommt, der jetzt nicht schlecht aussieht und so, aber es ist eben Plastik. Auf der Website von henrymasons.co.uk könnte man direkt die beiden im gleichen Look auswählen, dem gleichen Holz. Und wenn man auf pint365.com Eiche, also Oak, auswählt, dann kriegt man beide in den gleichen Holz. Das habe ich nicht ganz verstanden. Mit allem anderen bin ich sehr zufrieden. Man kriegt eine Handpump, die wirklich unschlagbar gut aussieht. Also ich habe jetzt mich für die antike Messing, also Antique Brass Version entschieden, die nicht ganz so super neu poliert aussieht, aber halt dieses Goldene von Messing noch hat. Wunderherrlich. Also ich bin richtig begeistert. Sieht sehr schön aus. Der Anschluss vorne, also die Düse, ich habe keine Ahnung, wie die Sachen auf Deutsch heißen, geschweige denn auf Englisch, weil ich das zwar alles mal gelesen habe, aber schon wieder vergessen. Die Düse hier vorne, das ist dieser lange Schwanenhals, der besonders mit Schwung das Bier ins Glas gibt. Das ist auch dafür vorgesehen, dass man dann Sparkler anschließen kann. Das werde ich vielleicht noch machen. Und ja, das ist eine von vielen möglichen Formen, wie das vorne hat. Und die haben alle einen verschiedenen Einfluss auf Geschmack und Schaum und so. Ich wollte jetzt ein Pint zapfen. Achso, ich kann euch ein paar Details erzählen. Also, was ich am Anfang ein bisschen verwirrend fand, war, das heißt John Guest Fitting. Das ist ein einfacher Push-Fit-Connector, den man, wenn man ihn einmal reingedrückt hat, dann hält er sich von alleine fest und man muss den mit einem kleinen Griff wieder auseinanderziehen. Und davon haben sie halt überall die Dinger beigelegt. Es gibt einen harten Schlauch, der hier mitgeliefert wird. Das ist also ganz gut. Silikonschläuche können einknicken, habe ich jetzt vor kurzem noch erfahren. Hier das harte ist viel besser. Da ist eine Ummantelung dazwischen. Das sind 2 Meter Schlauch mit Ummantelung, die man bekommt. Das Ganze isoliert ist. In meinem Fall habe ich das jetzt schon zurechtgeschnitten. Und man kann diese Push-Fit-Connector auch auf diese weißen kleinen Auslaufhähne von zum Beispiel dem Speidel-Braufass und sowas oder dem Braueimer anschließen. Da muss man natürlich dann gucken, ob man da die richtigen Druck- und Gäreigenschaften hinkriegt. Ich habe allerdings wirklich so ein Speidel 30 Liter Gärfass, was ideal wäre für Cask Ale. Man möchte ja gar nicht viel Kohlensäure und dementsprechend könnte ich mir das in Zukunft mal überlegen, muss ich mal gucken. Was man beachten sollte, ist, dass diese Push-Fit-Konnektoren sich so ein bisschen reinbeißen ins Plastik und bei diesen doch sehr billigen Auslaufhähnen fressen die schon so ein Stückchen ab. Das ist also alles nicht mehr so, so niegelnagelneu, wenn man das einmal gemacht hat, kann man wahrscheinlich nicht so oft. Auf der anderen Seite haben wir dann einen V-Top-Connector, den die mitliefern. Der ist also auch sehr in Ordnung. Ich habe hier auch noch den mal von mir selber besorgten Easy-Connector, der ein bisschen anders aussieht und für Schlauch optimiert ist. Also weichen Schlauch, da ich jetzt keinen weichen Schlauch habe, nehme ich den mitgelieferten, ist ja kein Problem, ist ja wunderbar, dass der dabei ist. Das Einzige, was sie mir gesagt haben, was sinnvoll ist mitzubestellen, also ich habe viel mit dem Kundenservice gesprochen, weil ich auch jemanden kenne hier, den Steven, der mit mir das Doombar gebraut hat. Der hatte Schwierigkeiten, weil die bei ihm ein paar Teile aus Versehen falsch geliefert haben und dann gab es da so ein paar kleine Schluckaufe. Aber immer den Kundenservice kontaktieren, es gibt da keine Probleme. Bei mir war das absolut perfekt. Innerhalb von 3 Tagen war die Handpump geliefert. Und 2 Wochen später oder 3 Wochen kam dann der Brief vom Lieferservice wegen Zoll. Dann zahlt man nochmal 20% drauf. Was ich auf jeden Fall nehmen sollte, was der Kundenservice gesagt hat, ist Anschluss für den Keg. Das kommt dann bei mir also noch, wenn ich das mal benutze. Ich habe es aber jetzt schon mal besorgt. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das mal machen wollt. Ich dachte mir, die Kartons sind vielleicht nicht für die Ewigkeit. Ich habe mich da noch nicht ganz entschieden.
Ja, aber das Spaltegärfass ist ja natürlich eine coole Option, auch wenn das in meinen Kühlschrank passt, was ich noch nicht getestet habe. Wahrscheinlich nicht, wie mein Glück ist. Ja, jedenfalls können wir das Ganze jetzt mal anschließen. Ich habe hier im Kühlschrank meinen Karton. Da der kleine Kühlschrank steht hier hinter der Bar. Da ist der Karton drin. Wir haben ziemlich genau 13 Grad. Darauf habe ich das eingestellt. Ich habe geguckt, dass das druckfrei ist. Ein klein bisschen zischt es, aber das ist minimal. Die perfekte Bedingung für Cask Ale ist 13 Grad und kein Druck. Dann hat man 2,2 Gramm pro Liter CO2. Das ist das, was normalerweise in Lösung geht. Und das ist das, was man haben soll. Ich bin ja sowas gewohnt, mir schmeckt das richtig gerne. Ich hatte jetzt vor kurzem die Fullers Biere mit wenig Kohlensäure getestet und war richtig begeistert. Das, was wir jetzt hier drin haben, ist das Fullers London Pride. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das vom Cask schmeckt. Wie gesagt, aus der Flasche war es schon sehr ordentlich. Normalerweise ist es mir eher zu bitter. Diesmal jetzt ist, weil die Stammwürze höher ist, war es auch gut ausbalanciert. Und dann werde ich das jetzt mal ohne Sparkler testen und morgen mal mit Sparkler und gucken, was mir wie gefällt. Als Glas habe ich momentan ein halbe Liter Glas da. Das ist also ein deutsches Maß, 5 Milliliter. Ich habe auch noch Pintgläser oben, die ich dann wahrscheinlich benutzen werde, wenn ich den Sparkler auch benutze. Ja, und dann könnten wir jetzt eigentlich loslegen, denke ich. Ach so, insgesamt der Preis war bei mir jetzt ungefähr 300 Euro mit aktuellem Wechselkurs und dann nochmal 60 Euro, also 20% für Zoll und Gebühren. Das finde ich eigentlich einen fairen Preis dafür, dass man sowas Schönes und sehr robust gebautes, vor allem wenn man eben nicht die Plastikkomponenten wählt, die natürlich sonst billiger wären, aber die habe ich ja fast nicht. Dann hat man was wirklich Solides da. Das finde ich echt toll. Okay, gucken wir mal. So, das hat schon mal ziemlich gut funktioniert. Ich habe jetzt hier typisch südlich ein paar Millimeter Schaum oben drauf. Der Schaum hält auch sehr stabil, wie sich das gehört. Ordentlich gebraut und mit genug Eigenschaften, dass es schaumstabil ist. Und dann wollen wir mal probieren, wie es schmeckt. Ja, viel seidiger und ja, so ein bisschen runder noch im Mund. Kohlensäure ist jetzt wirklich sehr niedrig. Ich frage mich, ob ich vielleicht ein bisschen zu stürmisch gezapft habe. Das kann gut sein. Man möchte ja nicht, dass zu viel jetzt noch verloren geht. Deswegen ist der Schaum so klein. Es ist bei weitem nicht so ja, aufdringlich, wie ich das aus der Flasche in Erinnerung hatte. Also es ist auch weniger Aroma, was an die Nase kommt. Es ist aber da. Also es riecht auch wieder schön nach Hopfen. Es ist ja nicht Hopfen gestopft, aber eine ordentliche Menge Golding, Northdown Challenger drin. Sehr wenig Bitterkeit, merke ich jetzt. Das finde ich etwas überraschend. Und die Süße ist auch nicht so stark. Also es ist ein bisschen ausgewogener, finde ich. Und angenehmer. Aber sehr lecker. Ja, herrlich. Ich hatte nach der Ankunft das mal mit Wasser ausgespült und dabei auch festgestellt, dass der Zylinder genau ein Viertel Pint enthält. Und deswegen habe ich eben, bevor es voll war, den Karton wieder abgezogen und dann das letzte bisschen gezogen, damit jetzt nicht zu viel Bier in der Handpump steht. So wie es jetzt ist, habe ich den Karton zurück in den Kühlschrank gestellt und kann mir nachher noch ein zweites Pint zapfen. Wenn das geschehen ist, lasse ich Wasser durchlaufen und dann ist das Ding sauber und alles ist gut. Mehr brauche es nicht. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen gekleckert. Ich muss noch mal gucken. Ich hatte die Verbindung von dem John Guest Fitting nicht perfekt drin. Das ist mir dann direkt nach dem Verbinden aufgefallen. Aber vielleicht muss ich noch mal ein bisschen sauber machen. Das kann natürlich passieren, sollte aber in Zukunft nicht mehr vorkommen. Ja, und dann wäre das so meine Vorstellung von meiner Handpump. Ich bin richtig begeistert. Ich werde wahrscheinlich bei vielen Bieren in Zukunft jetzt mehr an die Handpump anschließen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder um neues Bier geht, das wir brauen. So, noch kurz schnell 2 Sachen. Ich habe eben einen Pint mit Sparkler gezapft. Gestern habe ich den mittleren Sparkler probiert. Das ist der mit 1 mm Löchern. Da war der Effekt nicht so deutlich, aber vorhin mit den 0,6 mm Löchern war das schon ziemlich knackig. Ordentlich dicke Schaumkrone. Und der Geschmack wird tatsächlich jetzt noch so ein bisschen seidiger, samtener auf der Zunge. Und das Ganze ist ein bisschen, ja, also die Bitterkeit ein ganz klein bisschen weniger. Und es ist eigentlich wirklich nur das Gefühl, wie das auf die Zunge kommt, das sich ein bisschen verändert. Eine Sache noch, es ist jetzt schon ein bisschen her. Also das ist jetzt das letzte Pint, was ich aus dem Karton zapfen kann, weil ich einiges davon genossen habe in letzter Zeit. Und was positiv zu berichten ist, die englische Mehrwertsteuer habe ich erstattet bekommen. Also Harry Masons, ich hatte die Anfang des Videos falsch genannt, nicht Henry, sondern Harry Masons, habe ich kontaktiert und gesagt, eigentlich müsste das so sein, ne, nach all meinen Kenntnissen, dass wenn man in Deutschland Mehrwertsteuer zahlt, dass man dann die englische zurückkriegt. Das heißt in England VAT. Und
Nach einer Woche hatte ich das Geld wieder und ich denke mal, noch schöner wäre es natürlich, wenn es automatisiert wäre, aber so mit Anstoßen solltet ihr das in jedem Geschäft, wo ihr aus England einkauft, hinkriegen, denn es ist in England illegal, wenn die Mehrwertsteuer behalten. Das nennt sich dann Unjust Enrichment. Ja, was jetzt nicht ganz so schön ist, ich habe, glaube ich, tatsächlich jetzt deutsche Mehrwertsteuer auf die englische Mehrwertsteuer gezahlt, weil die deutsche Mehrwertsteuer ja auf den Vollpreis berechnet wurde. Auch das vielleicht eines Tages kann das so organisiert werden, dass man das alles direkt von vornherein richtig hat. Aber wir sind hier noch auf einem weiten Weg und wer weiß, was sich noch alles in der Beziehung zwischen der EU und England ändert. Das wäre erstmal alles von mir und ich werde jetzt schön den Kühlschrank leeren von allen Sachen und dann damit auf die Heimbrau-Convention fahren. Erst noch einen Urlaub in England und dann gibt es dort auf der Heimbrau-Convention von mir ein Tasting zum Thema britische Biere zu sehen. Dafür werde ich auch Bier aus England mitbringen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit den nächsten Bieren. Vielleicht sind das dann die Testbiere zum Thema Crystal Malt. Mal schauen. Bis dann. Tschüss.